Hallo meine Lieben. Eine Freundin von mir hatte kürzlich gesagt, wenn am Sonntag um 9 Uhr das Video noch nicht hochgeladen ist von mir, dann weiß sie, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Und das war tatsächlich so gestern. Und zwar ist nicht nur etwas schiefgelaufen, sondern gleich zweimal ist was schiefgelaufen. Und ich habe tatsächlich 2 Videos gestern aufgenommen und keines davon war brauchbar. Ich teile ja normalerweise das mit euch, wenn irgendetwas schief läuft, damit wir quasi gemeinsam daraus lernen können. Aber das ging gestern so dermaßen in die Hose, das erste, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich so nicht hochladen. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich halt ein anderes Video, ein kleineres, damit ich etwas für euch habe. Aber dann fing es hier an zu stürmen und Regen und hageln. Und ich dachte noch so, ne, das Mikrofon wird es wohl schon ein bisschen rausfiltern. Aber als ich dann versucht habe, das ganze Video zu bearbeiten, war es so, dass man mich wirklich fast nicht gehört hat. Der Lärmpegel war dann doch zu hoch, weil ich hier ja direkt unter dem Dach bin. Von dem her habe ich dann irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, nee, wir starten morgen nochmal und das ist eben heute. Und ich wollte euch heute die Multicinch zeigen und was das genau ist und was ihr damit machen könnt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Wenn wir uns die Cinch-Produkte angucken, dann haben wir ja einerseits die große, ich habe hier die Heidi Swap und was die macht Quadrate. Ich zeige euch das kurz hier mit der. Wenn ich da Papier reinmache und das Stanze, dann habt ihr hier solche Quadrate drinne, die ihr dann mit der Ringbindung verwendet. Das heißt, es ist diese Bindung hier. Es ist eine fixe Bindung, das heißt, wenn ihr die mal geschlossen habt, dann könnt ihr die in der Regel nicht wieder aufmachen, dass das dann auch immer noch schön aussieht. Das ist das eine. Das andere ist hier die, wo ich die Mini-Variante habe. Das ist die, wo man so kleine Pilze ausstanzt. Ich zeige euch auch das kurz. Das sind solche Dinger und die werden dann mit den Discs verwendet, weil da macht ihr das dann ganz einfach hier rein und dadurch wird es festgehalten. Ne? Das ist diese Option. Und wenn ihr euch jetzt fragt, na, was soll ich denn jetzt für mich für ein Gerät kaufen? Dann habe ich noch eine andere Option, weil ich finde es ja immer gut, wenn ich ein Gerät habe, was mehrere Sachen machen kann. Und das Coole ist, We Are Memory Keepers hat da eine neue Lösung und das ist die Multicinch. Das heißt, ein Gerät, was verschiedene Bindungen machen kann. Und zwar ist es das hier. Und wenn ihr euch die unterschiedlichen Varianten anguckt, wir haben hier Kreise für die Ringbindung. Dann haben wir die Pilze für die Discs. Dann haben wir die Vierecke, auch für die Ringbindung. Dann haben wir hier ein Spiral. Das ist für so eine Spirale, die man einfädeln kann. Und das ist dann eben auch nicht permanent, weil die könnt ihr wieder rausdrehen und Seiten hinzufügen und das wieder reindrehen. Dann haben wir hier Herzen. Das ist auch für die Ringbindung. Da bin ich nicht 100% von überzeugt, weil diese Herzen sieht man eigentlich fast nicht mehr, wenn eine Bindung drin ist. Dann haben wir hier das Blaue, das ist für eine, quasi wenn ihr die dann mit einer Schnur zusammenbindet. Und das letzte ist noch hier dieses Lila, das ist, um dann ein Gummiband durchzuziehen, macht ihr hier eine Einkerbung. Das heißt, ihr habt 2, 4, 6, 7 verschiedene Möglichkeiten in einem Gerät. Ich packe die kurz aus, weil die ist bei mir tatsächlich komplett neu. Ich habe mir die von der Messe in Zürich mitgenommen, weil ich dachte, das muss ich unbedingt haben, weil ich es eben cool finde, wenn ich ein Gerät habe, was mehrere Sachen machen kann.
In dieser Box mit drinne ist einerseits, ich muss das kurz lösen, hier die Kreisstanze und die Diskstanze. Die sind standardmäßig in diesem Paket mit drinne. Alle anderen müsst ihr zusätzlich kaufen, wenn ihr die haben wollt. Ich habe mir noch keine zusätzlichen gekauft. Das wird dann fortlaufend passieren, weil ich muss auch sagen, die sind nicht ganz billig. Also so eine Stanze kostet rund um die 40 Schweizer Franken. Aber ich sehe gerade so ein paar Sachen, die ich doch dann gerne auch hätte. Von dem her heute mal das, was im Paket drin ist. Und dann kommen dann sicher auch noch mehr Videos dazu. Was ihr auch mit dabei habt, ist eine Anleitung. Kurz gucken, von den Sprachen her haben wir tatsächlich auch Deutsch mit drin, wo das erklärt wird, wie ihr dieses Gerät verwendet. Ist aber auch nicht wirklich schwierig, muss ich sagen. Und ich mache jetzt einfach hier mal die Kreise rein. Die könnt ihr hier ganz einfach einfügen. Die schnappt auch selber ein, weil es magnetisch ist. Dann könnt ihr hier eigentlich auch schon stanzen. Ich zeige euch noch kurz was. Ich hoffe, ihr seht das hier. Auf der Stanze selber habt ihr die Angaben drauf, wo ihr starten müsst, bei welcher Papiergröße. Ich habe jetzt hier ein Blatt, was 21 cm breit ist und das wäre ja ein A5 Blatt. Das heißt, ich gucke mir an, A5 steht hier Position A und hier habt ihr eine kleine Hilfestellung, wenn ich es dann rausbekomme. Na, will er oder will er nicht? Ja, will er. Und da eben steht A, mache ich das in der Position A rein. Ne? Hier drüben sieht, ich hoffe, ihr seht. Ich muss ein bisschen drehen. Hier ist die Position A und da habe ich das eingefügt. Und dann könnt ihr das Blatt hier an diesem Teil ausrichten und da zum ersten Mal stanzen. Dann könnt ihr das wegnehmen. Und jetzt nehmt ihr das letzte Loch, was ihr hattet. Und hier auf der Seite hat es einen Hebel, den ihr runter machen könnt und in dieses letzte Loch einrasten könnt. So. Das heißt, das letzte Loch ist hier jetzt eingerastet. Und jetzt kann ich ganz einfach nochmal stanzen, das wieder anheben. Und was ist das zweitletzte Loch? Ich versuche es nochmal. Ja, es war das zweitletzte, sorry. Bei den anderen war das immer das letzte. Aber in dem Fall das zweitletzte Loch. Das heißt, hier fehlen wir noch ein paar. Von dem her werde ich das hier auch in das zweitletzte Loch reinmachen. Mal stanzen. Und dann habe ich hier jetzt, wenn ihr die Verteilung von rechts und links anguckt, ist das schön auf einem Blatt. Das heißt, ihr könnt nicht nur etwas stanzen, was in der Größe ist, sondern ihr könnt da auch länger gehen. Was ihr auch machen könnt, es hat hier in der Mitte die Angabe, wo die Mittelposition ist. Und wenn ihr jetzt ein Blatt habt, was nicht genau A3 oder A4 ist, schneide jetzt hier einfach ein Stückchen ab, damit ich wirklich schön ungerade bin. Das heißt ein bisschen kürzer als eine A5-Seite. Und da gucke ich mir jetzt kurz an, wie breit das ist. Sind 18,6, dann wären die Hälfte 9,3, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dann mache ich jeweils hier bei 9,3 eine Markierung. Und jetzt kann ich diesen Strich an genau diesem Mittelstrich quasi orientieren. Moment. Wir müssen den ein bisschen länger machen.
Das heißt, ich gebe das Blatt hier rein. Sorry, er fokussiert gerade nicht wegen dem Hebel, ich kriege es auch nicht anders hin, aber ich orientiere einfach diesen Strich hier an diesem Dreieck vorne. Dann stanze ich das einmal und jetzt kann ich von hier aus auch wieder das zweitletzte Loch nehmen. Hier stanzen, Hebel wieder hoch, von der anderen Seite das zweitletzte Loch nehmen. Auch wieder stanzen, hochheben und dann habe ich auch diese Verteilung. Was ich ganz ehrlich sagen muss, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist das Thema, dass ich bei der großen Cinch konnte ich hier dann die Dinger rausziehen. Das ist, wenn ich das jetzt rausziehe, dann stanzte dieses letzte Loch nicht. Und dadurch konnte ich jeweils vermeiden, dass die Enden so ein kleines bisschen angestanzt sind. Haben wir hier halt nicht, aber naja, ist so, weil ist so. Und der Abfall, den es generiert, na, das ist einfach hier hinten, wird das quasi festgehalten. Kannst ihr das alles rausschütteln über dem Mülleimer, wieder drauf machen. Und gut ist. Ich habe mir hier dafür noch die Ringbindungen gekauft in verschiedenen Farben. Da sind 30 Stück drin. Ihr braucht die hier, weil die ist zu groß, die kriegt ihr hier vorne nicht eingeklemmt. Das heißt, ihr habt eine spezielle Bindung für die kleinere Multi-Cinch. Diese Ringbindungen sind ziemlich lang, die könnt ihr dann einfach einkürzen für das Projekt, so wie ihr das braucht. Das Schöne ist, ihr könnt die hier einhängen. Na, dann ist es so und dann könntet ihr eure Seiten nehmen, die ihr gestanzt habt und die ganz einfach drauf machen. Dann seht ihr auch, ihr braucht hier, das ist der letzte Haken, der das braucht, dann könntet ihr es hier vorne abschneiden und dann hättet ihr genau die Länge, die ihr braucht. Das heißt, das kleinere Teil könntet ihr dann noch für ein kleineres Projekt oder Scrapbook oder was auch immer ihr damit machen wollt, dafür verwenden. Das heißt, ihr würdet das hier so machen und dann eure Seiten einfügen und wenn ihr das gemacht habt, ich werde es jetzt nicht zusammenpressen, weil sonst verliere ich die ganze Ringbindung und ich will sie euch nur kurz zeigen. Dann würdet ihr das hier hinten ranhalten, ne? Einfach die ganzen Seiten quasi hier hinten dran pressen und dann runterpressen und damit werden dann diese Zähnchen zusammengestoßen und so habt ihr dann eben diese Ringbindung. Das war jetzt eine Trockenübung, weil ich heute euch ein Projekt zeigen will mit den Pilzen und nicht mit der Ringbindung. Aber da werden wir garantiert auch mal noch eins machen damit. Aber nur eben zum Zeigen, ne, das hier sind die großen und für die hier braucht ihr die kleinen. Die großen kriegt ihr hier vorne nicht zusammengepresst. Da müsstet ihr dann wirklich die große Cinch für haben. Das war jetzt eben die Ringbindung und wenn ihr eine andere Bindung machen wollt, ne, von diesen 7, die zur Verfügung stehen, dann könnt ihr das hier eben einfach rausnehmen und die haben schon ein echtes Gewicht, brauchen sie aber auch, weil ihr müsst hier nicht jede Seite einzeln stanzen, sondern die hat wirklich schön Schmackes. Damit könnt ihr auch mehrere Seiten durchstanzen. Jetzt eben will ich die Diskbindung machen, von dem her füge ich das hier ein, rastet auch automatisch wieder ein. Und jetzt nehme ich schon mein kleines Projekt, um das euch auch mal zu zeigen. Meine Idee hier ist, dass ich ein kleines Büchlein machen möchte, wo ich Aquarellpapier drin habe und da dann das nutze, um das Stempelkolorieren so ein bisschen zu üben. Das ist meine Idee. Das heißt, ich habe hier einfach Seiten, die 8 cm in der Breite sind, 8,5 cm in der Höhe und dann dementsprechend auch Graupappe zurechtgeschnitten. Dann habe ich, um das schön einzufassen, die Graupappe, die will ich ja nicht so lassen,
Da habe ich ganz einfach mit den super coolen Digi-Stamps von Emma Pünktchen. Das ist hier der Morgenmuffel, den ich auf ein Digi-Stamp Papier drauf gemacht habe. Und dann noch diese süßen Tassen. Die beiden habe ich, um das einzufassen, die sind einfach jeweils 1 cm breiter. Das heißt, es ist gesamthaft von der Höhe hatten wir hier 8,5, von dem her ist es 10,5 und von der Breite hatten wir 8 und hier ist es 10. Das sind diese beiden Stücke, eins für vorne, eins für hinten. Und wenn ich das dann eingefasst habe, um die Rückseite abzudecken, habe ich einfach ein Stück noch zurechtgeschnitten, was einen halben Zentimeter kleiner ist als die Graupappe auf beiden Seiten. Somit sind wir bei 8 cm mal 7,5 cm und das natürlich auch zweimal, damit ich das dann auf beiden, also beide Stücke einfassen kann. Das mache ich jetzt kurz, das heißt, ich klebe das hier fest und ja, fasse so die ganze Graupappe ein. Ich klebe das ganz einfach mit einem Zementit-Flüssigkleber fest. Mache ich ordentlich Kleber drauf, damit es auch gut festhält. Könnt ihr natürlich auch mit Doppelklebeband machen, wenn ihr das wollt. Und dann platziere ich das hier schön in der Mitte und streiche das dann fest. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Das heißt, ich schneide hier knapp an die Graupappe ran. Life was great till you added colors. Like the moon needs the sun. Dann können wir dem Ganzen auch helfen, dass es weiß, wo es sich umlegen muss, indem ich hier mit dem Falzbein entlang fahre, der Kant entlang. Care about the others. You said Und dann können wir das hier auch schon umlegen world on fire. und das festkleben. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on. Und dann kann hier dann auch gleich noch hinten die Abdeckung drauf. Da gucke ich jetzt, weil mein Motivpapier eine Orientierung hat, dass es natürlich auch dieselbe Orientierung hat. Und da schön mittig drauf. I don't know what I'd do without you. So haben wir schon die erste Seite eingefasst. Und genau dasselbe mache ich jetzt noch mit der zweiten. Und wenn ihr euch vom Papier her fragt, ne, das ist ganz einfach ein 200 Gramm Papier, was ich in den allermeisten Fällen verwende, wenn ich mit Papier bastel. Und das habe ich dann einfach quasi mit dem Motivpapier bedruckt, was bei diesem Digi-Stamp mit dabei war. Und dann konnte ich das einfach noch zurechtschneiden, so wie ich das brauche. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the Hier natürlich auch auf die Orientierung gucken, dass das dann auch wieder passt. others. You set my world on fire. So, jetzt habe ich eine Vorderseite und eine Rückseite, beide schön eingefasst. Und da kommen dann meine Aquarellpapier-Seiten rein und dann habe ich ein schönes Büchlein.
um da die Blätter dann jeweils rauszunehmen und das Kolorieren zu üben, respektive die zu bestempeln und dann das Kolorieren zu üben und dann kann ich das wieder reinmachen. Also wunderbar auch, wenn ihr, aber nimmt wenig Platz weg, ihr könntet das sogar eben mit auf den Weg nehmen, wenn ihr irgendwo im Zug unterwegs seid oder so, ne, könnt ihr das wunderbar einpacken, ein paar Stifte einpacken und dann könnt ihr im Zug auch kolorieren. Jetzt müssen wir das natürlich noch zusammenbinden. Wie gesagt, ich will hier die Diskbindung machen. Und jetzt gucke ich kurz, wenn ich das hier reinmache. Ich markiere mir hier kurz die Mitte. Das ist ja 8 cm breit. Von dem her müsste ich da von einer Seite einfach 4 cm reingehen können. Gucken, dass es schön gerade ist. Dann kann ich mir hier kurz eine Markierung drauf machen auf ein Blatt. Und dann gucken, wenn ich das jetzt hier in der Mitte mit dem Pfeil abschließe, dann hätte ich, wäre es ein bisschen komisch, weil die Discs auf den Seiten die werden zu weit außen. Das heißt, was ich jetzt mache, schiebe das rüber und so, dass diese Mittellinie mit dem mittleren Pilz abschließt. Das heißt, ich werde nur 3 von diesen Pilzen stanzen. Und ich gucke einfach, dass das mittig ist. Und jetzt kann ich hier drüben, hat es eine Skala, dann kann ich hier drüben gucken, das ist jetzt bei genau einem 1/4 Inch, dann liege ich hier ziemlich mittig. Das heißt, ich werde jetzt jedes so stanzen, dass ich hier das bei einem 1/4 Inch anlege. Und eben, ne, ihr könnt da ein paar miteinander nehmen. Einfach natürlich gucken, dass die schön aufeinander liegen. Dann auch hier wieder bei einem 1/4 Inch anlegen. Also ich habe, das sind 3 jetzt 220 Gramm Aquarellpapiere. Die gehen wunderbar. Also die kann ich wunderbar miteinander stanzen. Jetzt kontrolliere ich das nochmal. Doch, müsste eigentlich passen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal kurz gucken. Doch, das wird passen. Das muss passen. Punkt. Das heißt, ich gebe das hier auch bei einem 1/4 Inch rein. Da braucht es ein bisschen mehr Spackes, aber geht. Und dann das zweite auch bei einem 1/4 anlegen. Und das stanzen. Ja, so. Jetzt müsste das alles übereinander passen. Ist jetzt nicht haargenau, weil ich ganz einfach ein bisschen schlecht gemessen habe. Und jetzt möchte ich da gerne die weißen Discs haben. Ich habe da gerade noch 3 Stück. Die gibt es auch kleiner. Aber das Schöne ist, ihr könnt jetzt quasi das hier einfach einfädeln. Und ich war am Anfang immer so ein bisschen unsicher, ob das dann nicht wackelt oder so ein bisschen lose ist, aber das hält tatsächlich wirklich gut. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself. Da wäre sogar eine kleinere Bindung möglich, aber ich habe jetzt halt einfach die Freiheit, dass ich ganz viele reinpacke. Und ihr seht, ne, also da habt ihr schon, da könntet ihr praktisch doppelt so viele reinpacken, wie ich jetzt reingepackt habe. Ne? Und so habe ich jetzt einfach ein kleines Büchlein, wo ich die Seiten auch wieder rausnehmen kann, die dann bestempeln kann und dann das Kolorieren üben kann. Und wenn ich damit durch bin und das getrocknet ist, kann ich das einfach wieder reinpacken. Und so habe ich das alles in einem Büchlein drinnen.
Und einfach, um euch hier noch ein paar andere Beispiele zu zeigen, hier hatte ich auch so einen Notizblock gemacht. Ne? Dann habe ich hier so ein Scrapbook gemacht, wo man dann seine Sachen reinkleben kann. Da habe ich ganz viele Seiten drin und das lässt sich wirklich trotz der starken und starren Seiten, ne, lässt sich das wirklich gut auch wenden. Ist das, oder hier habe ich zum Beispiel einen Aufstellkalender gemacht mit den Wochentagen, auch das mit dieser Diskbindung. Ich habe euch leider gerade kein Beispiel mit der Ringbindung. Das ist beim Umzug tatsächlich nicht mitgekommen, aber ich denke, da habt ihr genügend Vorstellungskraft, was ihr da mit so Ringbindungen alles machen könnt. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich, dass ihr mit dieser Multi-Cinch wunderbar eben diese austauschbaren Elemente habt und so die ganzen 7 Möglichkeiten, die es im Moment gibt von We Are Memory Keepers, quasi in einem Gerät drin habt oder mit einem Gerät nutzen könnt und so quasi nur den Platz für diese Elemente braucht und nicht für 7 verschiedene Maschinen. Ne? Finde ich doch wirklich einen wesentlichen Vorteil und so könnt ihr eben wunderbar ganz viele verschiedene Bindungen machen für eure kreativen Papierprojekte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass diejenigen, die sich das überlegt haben, ob sie sich jetzt hier die Disk kaufen sollen oder die große mit den 4 Ecken, dass ihr hier eben die Möglichkeit habt, das alles in einem Gerät zu haben und dass das die Fragen beantwortet hat, die ihr hattet und dass euch das Video per se gefallen hat und ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Single day, you said